Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Ich möchte euch heute erklären und erzählen, wie dieses Bild aufgebaut ist, was ich alles für Schritte wann wie gemacht habe, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und zwar habe ich angefangen, ich habe eine weiße Leinwand, die ist jetzt 50 x 50 groß, habe die Fläche komplett mit einer kleinen Karte, mit verschiedenen Blautönen und ein paar orangen Effekten gespachtelt, habe das Ganze trocknen lassen. Dann habe ich mir mit Sprühfarbe auf Folie eine dünne Farbschicht gesprayt und habe die auch trocknen lassen. Dieser untere Teil, wo die hellblaue Folie ist, den habe ich dann mit Acrylbinder bestrichen und habe die hellblaue Folie auf die Leinwand übertragen, habe dabei ein paar Risse eingearbeitet und dann habe ich noch diese beiden Farbflächen, die dann entstanden sind, mit dieser Technik und mit diesem Effekt, mit dem Weiß hier in der Mitte verbunden und habe dann noch als kleinen Hingucker noch so einen Sprenkel da drauf gesprenkelt. Diesen weißen Rand habe ich ganz zum Schluss im Bild verpasst als Ruhepol sozusagen. Ich finde das immer ganz schön, wenn der Rand so ein bisschen ins Bild ragt. Das gibt so einen optischen Rahmen, gibt dem Bild ein bisschen Halt und Ruhe. Und wie das alles funktioniert, das seht ihr jetzt in meinem Video. Jetzt werden wir erstmal die Leinwand schön gestalten in der Spachteltechnik. Das mache ich immer mit so einer kleinen Kunststoffkarte. Das kann irgendwie eine ausgediente Bankkarte sein oder eine Clubkarte von irgendwas. Die hat man ja oft im Portemonnaie und manchmal läuft ja eine aus und dann kann man sich die zur Seite legen. Damit kann man halt perfekt spachteln. Ich habe mir hier eine Farbpalette zusammengestellt. Da haben wir hier Titanweiß, ein Mintton, hellblau, ein Ptaloblau, ein Witchwoodblau, ein Königsblau, ein Painsgrau, das ist so ein ganz tief dunkelgrau, blau und ein preußischblau. Den Farben fange ich erstmal an. Ich werde gleich wahrscheinlich noch ein Orange dazu nehmen, das weiß ich aber noch nicht genau und ich warte erstmal ab, wenn es soweit ist. Ich fange jetzt erstmal an. Wir spachteln mit der kleinen Karte. Ich fange an mit Weiß. Da sieht man natürlich noch nicht viel. Und werde jetzt einfach mit der Karte komplett die Leinwand mit Farbe bestücken, ohne dass ich jetzt einen Pinsel dazu nehmen muss oder irgendwas. Das geht ganz super. Und zwar, ich nehme die Karte mit der langen Seite, ich nehme die in die Hand, nehme mir Farbe auf, aber nur auf einer Seite, das reicht. Dann stelle ich die Karte ab auf die Leinwand und ziehe ganz langsam die Karte nach unten und kippt die dabei. Das heißt, wenn man direkt so macht, ist in einem Rutsch die Farbe, die man auf der Kante hat, weg. Und wenn man die Karte beim Runterziehen langsam nach unten kippt, dann hat man länger was davon. Also darauf achten, auch nicht zu feste, sondern immer schön zart bleiben. Also ihr seht, Farbe aufgenommen, Karte abgestellt und ich ziehe dann einfach durch die andere Farbe durch. Jetzt nehme ich einen anderen Farbton, ziehe hier so halb durch und so gehe ich aus dem Bauch raus, ganz spontan und gestalte mir ein schönes Spachtelbild in Blautönen. Ich gehe auch nicht kreuz und quer mit der Karte, sondern nur vertikal, horizontal. Das Horizontale fange ich jetzt an und so gucke ich, dass halt die Farben schön ineinander laufen, dass immer schöne Kontraste entstehen, also hell, dunkel, so ein bisschen, also ihr seht ja, ich mache ganz zart, ne? Nicht so feste, sondern ganz leicht. Dann gibt es auch, wenn die erste Farbschicht so ein bisschen anfängt zu trocknen, schaut mal, dann kann man so
ganz leicht die Karte abstreifen und dann hat man direkt super schöne Effekte. Also auch schön in Ruhe arbeiten. Die ruhige Art, die Karte so zu ziehen, überträgt sich optisch tatsächlich, ja, spiegelt sich im Bild wieder. Also wenn man so hektisch ist und so ganz kurze, viele abgehackte Farbflächen hat, dann sieht das Bild auch hinterher hektisch aus und unruhig, und so hat es halt einen schönen Fluss und ja, es bleibt vom optischen her dann harmonisch, finde ich. Deswegen immer in Ruhe arbeiten, keiner hetzt euch. Die Farbe trocknet nicht so schnell, als dass man sich beeilen müsste, also alles entspannt. Wir wollen das Malen ja auch genießen. So. Und ihr merkt, das ist jetzt noch toll. Jetzt habe ich aber schon so ein bisschen vermischte Farbreste auf der Karte und mache die so immer nach 3-4 Mal benutzen sauber und kann dann wieder neue Farbe frisch aufnehmen und habe dann auch direkt wieder einen klaren Farbeffekt. Und so werde ich jetzt einfach die Leinwand füllen mit einer schönen Farbfläche, und ihr könnt mir jetzt dabei in Ruhe zusehen und schauen, was ich und wie ich das hier aufbaue. Gesagt, ich glaube, ich möchte doch wirklich jetzt das Orange schon mit einarbeiten, weil ich möchte, dass das später unter einer Farbfläche durchguckt, und das ist besser, wenn das dann jetzt direkt mit integriert wird. Also nehme ich noch einen Orangeton mit dazu, nehme mir dafür auch eine saubere Karte, frische Karte, und verteile jetzt erstmal so ein paar Orange-Effekte auf die Leinwand. So, jetzt nehme ich wieder meine erste Karte und jetzt habe ich meine Orangeflächen verteilt, und jetzt kann ich schön mit dem Blau in Ruhe weitermachen. Hier gehe ich jetzt nochmal mit dem Orange, habe ganz, ganz wenig auf der Karte und ziehe hier so ganz leicht, nur ganz, ganz vorsichtig über die Farbfläche. Dann hat man einen schönen Effekt. Schaut mal hier, das ist dann nur so ein kleiner Abrieb, das sieht aber super aus. Das lasse ich jetzt erstmal so trocknen. Mir gefällt das jetzt erstmal so gut, und dann geht es, wenn das Bild getrocknet ist, weiter. Das Trocknen muss nicht über Nacht sein. Man könnte jetzt einen Föhn nehmen, das ein bisschen trocken föhnen, das Bild ein bisschen auskühlen lassen, damit die Farbe relativ gut trocken ist. Und dann kommt die nächste Farbschicht. Ich habe mir ein Stück Frischhaltefolie abgeschnitten, ganz normale Haushaltsfrischhaltefolie. So ungefähr brauchen wir die Größe 60 x 30. Ich habe mir das hier auf eine alte Pappe draufgelegt, das Stück Frischhaltefolie. Klebe das jetzt ein bisschen fest. Das wird dann gleich besprüht, und deswegen klebe ich das fest, damit das nicht so wegfliegt oder sich eine Ecke umklappt und dann zusammenklebt. Wir benutzen Sprühfarbe. Ich schreibe euch nochmal in die Videobeschreibung auf, welche das ist und welche Farbbezeichnung das ist, damit ihr das nachkaufen könnt, wenn ihr das Bild auch machen möchtet. Das Spray ist sehr geruchsintensiv, und deswegen möchte ich euch bitten, dass wenn ihr das in einem Raum macht, bitte super gut durchlüften und Fenster ganz aufmachen, damit ihr das nicht einatmet. Wir brauchen nur, ist auch nur ein ganz kurzer Moment, wo wir das brauchen. Einfach mal eben einsprühen, die Folie, dünne Schicht, das reicht schon.
Farbe ist jetzt in einer ganz dünnen Farbschicht auf der Folie und die lassen wir jetzt mal ein Stündchen trocknen. So, die Leinwand ist jetzt getrocknet. Stellen die erstmal ganz kurz zur Seite. Dann habe ich hier meine besprühte Folie mit dem Blau. Ich mache die Klebestreifen ab. So, dass ich die Folie von der Pappe lösen kann. Jetzt können wir die Folie erstmal umdrehen. So rum soll sie dann auf die Leinwand. Die ist noch ziemlich unspektakulär, aber was damit gleich passiert, das ist ganz interessant. Auch das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Jetzt nehme ich wieder meine Leinwand, bepinsel die an dieser Stelle, weil ich da die blaue Folie hin haben möchte, und mache überall mit dem Binder. Das ist hier Acrylbinder, das schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Damit kann man halt unheimlich gut so Sachen aufkleben, Effekte festmachen. Der ist jetzt milchig, der wird aber durchsichtig, wenn er getrocknet ist. Und das ist ein großer Vorteil, denn den sieht man dann hinterher nicht mehr. Ich bestreiche jetzt die Fläche, die ich mit dem Effekt haben möchte, komplett ein. Jetzt habe ich überall in dem unteren Bereich den Binder. Vorsichtig nehme ich meine Folie und lege die auf die Binderfläche und gehe jetzt hin, nehme meine Hände auf die Folie und schruppel die so zusammen, also ziehe die zusammen, damit die Risse bekommt. Nämlich, wie ihr seht, die Farbe, die ist halt so brüchig und trocken. Guckt mal hier. Und die reißt und geht kaputt, aber das wollen wir auch. Und so bearbeite ich jetzt den unteren Bereich. Ich möchte gerne, dass da solche Risse entstehen. Und überall da, wo die Risse sind, guckt halt die untere Leinwand durch. Und das soll auch dann so sein und das ist unser super Effekt. Das wird aber noch besser, wenn das hinterher weg ist, die Folie. Also ich mache hier noch ein bisschen Falten und Risse rein. Umso besser sieht das aus. Ruhig so richtig zusammen, die Hände fest drauf. Was passiert? Hier will ich noch einen Riss haben. Hier ist nämlich orange runter. Jetzt hat sich hier so eine schöne orange Stelle aufgetan. Und die Folie bleibt natürlich nur da kleben, wo der Binder ist, den wir vorher drauf gemacht haben. Und dann kann das jetzt erstmal über Nacht trocknen. Das ist wichtig, dass wir das lange und über Nacht trocknen lassen, also lange oder über Nacht, also einige Stunden, weil wir die Folie abziehen, die Farbfläche bleibt ja dann drauf. Ich möchte, dass alles schön auf der Leinwand haften bleibt und quasi nur die Folie hinterher abgezogen werden kann und wir diesen tollen, super Effekt hier unten haben. Jetzt möchte ich gerne hier eine Verbindung schaffen zu der gespachtelten Fläche und der Fläche mit den Rissen und den Effekten. Und dafür habe ich wieder meinen Super Spachtel, den ich immer empfehlen kann, wenn man malt und viel malen möchte oder auch anfangen möchte zu malen oder was auch immer. Ein mega Werkzeug. Ich schreibe euch in die Videobeschreibung, wo man den bekommen kann. Ein super Werkzeug, kann man ganz, ganz viele Effekte auf Bilder bringen und es ist wirklich eine super lohnende Investition. Ich möchte die Verbindung zwischen den beiden Flächen in weiß machen.
Dafür nehme ich mir nochmal weiß, einen Malerpinsel, damit ich das Weiß auf meinen Spachtel auftragen kann. Ruhig großzügig. Jetzt kommt es halt drauf an. Die Farbe ganz gleichmäßig auf dem Spachtel verteilen, nicht zu dünn, aber auch nicht super dick. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, so ungefähr. Jetzt nehme ich den Spachtel ganz flach, also nicht so gekippt oder irgendwas, ganz flach, ganz vorsichtig mit dem ersten Kontakt auf der Leinwand und ziehe das über mein Bild an der Stelle, wo ich die weißen Effekte haben möchte. Lege erstmal eine erste Schicht da drauf. Schaut mal, hat man den Übergang kaschiert und es sieht schön frisch aus. Ich mache das aber noch breiter und größer. Ich wollte jetzt erstmal nur einen Anfang setzen, aber immer flach halten den Spachtel. Das ist wichtig, sonst hat man so eine zu Fläche, das sieht dann nicht schön aus. So könnte ich das schon lassen, das gefällt mir gut. Der Übergang, es sind ein paar Lücken, wo auch Farbe durchkommt, das finde ich schön. Der nächste Effekt, den mache ich mit bisschen schwarzer Farbe. Nehme hier nochmal meine kleine Kunststoffkarte, lege hier so ein linsengroßes Stück schwarze Farbe auf die Ecke, halte die Karte mit dem linsengroßen Stück Farbe nach unten und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Nimm die Karte, spann die und lass einfach die Farbe so auf die Leinwand flitschen. Das muss man ein bisschen üben, dass man das richtig schön platziert. Und das ist für mich jetzt einfach nochmal so ein kleiner Hingucker. Das lasse ich jetzt so. Und jetzt machen wir den Rand noch weiß. So, jetzt habe ich den Haushaltsschwamm mit Farbe bestückt und jetzt werde ich den Rand weiß machen, aber nicht nur einfach weiß, sondern ich gehe so ein bisschen mit dem Schwamm ins Bild rein, mit der weißen Farbe, damit das Bild quasi wie eine weiße Umrandung bekommt. Da kommt noch mal ein bisschen Ruhe rein, finde ich optisch ganz schön harmonisch. Schaut mal, seht ihr das schon an der Stelle? An der einen Seite sieht man das schon schön. Und einmal drumherum muss man wahrscheinlich zweimal machen, weil alles, was hier an Farbe ist, das muss dann abgedeckt sein, sonst sieht es nicht ordentlich aus. Und wie gesagt, zweimal oder vielleicht auch dreimal, dann hat es ein richtig gutes Ergebnis und dann sieht es auch richtig super schön aus. Jetzt zu Ende gemalt und ich habe mich dann entschlossen, den doch noch ein bisschen weiter ins Bild als nur hier an der Kante hineinzuziehen, und das habe ich mit einem kleinen Schwamm gemacht, also mit dem Schwamm, wo ich halt den Rand mitgemalt habe, bin ich einfach so ganz vorsichtig ins Bild reingewischt und habe so einen Nebel quasi hinterlassen. Das finde ich für das Bild sehr schön und sehr passend. Und ja, wir sind jetzt fertig. Ich hoffe, ihr hattet total viel Freude am Video, habt was Schönes Neues für euch entdeckt an Technik oder an, ja, wie man gewisse Schritte ausführt. Es würde mich total freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ich euch inspirieren konnte. Vielen Dank für eure Unterstützung, euren Support. Und ich freue mich schon auf unser ganz baldiges neues Video. Schöne Vorweihnachtstage wünsche ich euch und ganz friedliche und geruhsame Weihnachtstage. Und dann sehen wir uns in meinem neuen Video. Bis ganz bald. Ich freue mich.